Hallo und herzlich willkommen bei Hazelnut Adventures. Heute geht es um das Thema Straßenhunde in der Türkei, beziehungsweise wie wir es erlebt haben mit unserem Hund Ateş dieses Jahr. Es war ein bisschen anders als im letzten Jahr. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, im letzten Jahr war Ateş das erste Mal in der Türkei gewesen. Es war natürlich auch für uns das erste Mal, dass wir mit Hund in die Türkei gefahren sind. Wir haben in den Jahren davor natürlich immer viel mit Straßenhunden zu tun gehabt und auch immer viele gesehen. Im letzten Jahr haben wir natürlich dann auch immer ein bisschen aufpassen müssen mit unserem Hund, weil jeder uns gesagt hat, da müsst ihr aufpassen, das könnte dann zu gefährlichen Begegnungen mit eurem Hund kommen. Unser Hund ist halt ein Haushund und Straßenhunde sind halt da ein bisschen anders und deswegen haben wir da auch immer ein bisschen aufgepasst. Wir hatten eine ganze Reihe Begegnungen mit Straßenhunden. Da habe ich ja das ein oder andere Video auch im letzten Jahr darüber gemacht. Vor allen Dingen bleibt mir in Erinnerung, wie eine Gruppe von 6, 7 Hunden uns eingekreist hat und ein bisschen Ärger machen wollte. Zumindest war das unsere Meinung. Als wir diese Hunde dann tatsächlich dann auch einzeln mal getroffen haben, war das alles überhaupt kein Problem. Die hatten eher Angst vor uns, als dass sie uns da was tun wollten. Das war so einer der ersten Punkte, wo ich gedacht habe, naja, vielleicht doch gar nicht alles so schlimm mit diesen Straßenhunden. Wir haben uns daraufhin eine ganze Reihe von Videos über den Winter angeguckt und da haben viele Leute auch gemeint, ja, oder wir haben es auch gesehen, dass viele mit ihren Hunden und den Straßenhunden dann auch Kontakt hatten und das war alles überhaupt kein Problem. Gut, so einen Kontakt hatten wir im letzten Jahr ja auch gehabt. Ich erinnere mich an Jason Burnu. Da ist auch ein Straßenhund angekommen. Alles kein Problem, der wollte spielen und ja, da haben wir auch Ateş dann so klein wenig zumindest mit ihm spielen lassen. Ja, ich habe mir dann in diesem Jahr gedacht, okay, das könnte jetzt nicht unbedingt so ein Problem auch sein und sind an die Sache ein wenig anders auch angegangen. Wir haben die Straßenhunde zwar dann auch gesehen und wenn Ateş dann angefangen hat richtig zu bellen, dann waren wir schon ein bisschen vorsichtig. Ansonsten sind viele Straßenhunde an uns rangekommen und haben an Ateş geschnuppert und wollten also eher auch spielen, auch wenn es dann mal die eine oder andere Gruppe war oder auch wenn es die ein oder andere etwas größere Hund war. Wir haben Hunde getroffen, die doppelt so groß waren wie Ateş. Da hatte Ateş natürlich ein klein bisschen Angst, aber das hielt sich dann auch kurz in Grenzen. Wir haben ihm dann auch gezeigt, dass er da keine Angst vor haben muss und das war dann auch eigentlich okay. Ja, insofern haben wir das dieses Jahr ein bisschen lockerer angehen lassen, auch vor allen Dingen in den Bergen. Als wir letztes Jahr in Yayla waren, gab es noch einen Problemhund, der auch andere Hunde angegangen ist. Das war ein Hütehund und der hat aus seiner Gruppe ebenfalls Hütehunde angegangen. Deswegen ist er nicht mehr da, wurde woanders hingebracht und ja, da war da oben jetzt auch Ruhe und die Hunde, die denn dort waren, mit denen war ich immer sehr vorsichtig gewesen. Mittlerweile sind wir so ein bisschen Best Friend geworden. Ich habe denen zu essen gegeben und so weiter. Da gab es keine Probleme mehr. Natürlich haben wir keinen direkten Kontakt mit Ateş zugelassen. Das war mir dann doch noch ein bisschen zu heikel. Aber ansonsten waren die Hunde jetzt nicht mehr so das Problem. Und auch unten am Meer sozusagen, im Tal, war das jetzt auch nicht mehr das Problem. Wir sind teilweise mit 3, 4 Hunden Gassi gegangen, wobei Ateş der Einzige war, der an der Leine war. Alle anderen
sind so mitgekommen, weil sie dann natürlich auch gemerkt haben, bei uns gibt es was zu essen. Wir haben den einen oder anderen kleinen Hund, das werdet ihr in den Videos gesehen haben, auch so ein bisschen versucht aufzupäppeln. Da werde ich dann auch nochmal in einem besonderen Video etwas zu erzählen, wenn es um Straßenhunde geht und was wir denn in der Zukunft dann auch mit denen noch machen wollen. Ja, also für mich war das jetzt so, dass die Straßenhunde, die im letzten Jahr noch ein bisschen so, naja, ich will nicht sagen aggressiv auf mich gewirkt haben, sie waren es nicht, aber es hat sich für mich so ein bisschen angefühlt, das war dieses Jahr eigentlich überhaupt kein Problem mehr. Wir haben so viele Hunde überall getroffen und wir haben uns dann auch getraut, mit Atesh die in Kontakt zu bringen. Es gab keinerlei Probleme. Also es war, glaube ich, noch nicht ein Hund dabei, der richtig aggressiv oder der überhaupt aggressiv war. Kann ich mich also im Moment an keinen auch erinnern. Insofern werden wir auch in den nächsten Jahren wohl nicht das Problem mehr haben. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, wir haben natürlich den einen oder anderen Hund, der ein bisschen abgemagert aussah und der ein bisschen Probleme hatte. Dem haben wir natürlich versucht zu helfen. Das heißt, wir haben ihm dann was zu essen gegeben. Und da haben wir eine andere Seite von unserem Hund jetzt mal kennengelernt. Er wollte das nicht, dass die anderen Hunde etwas zu essen kriegen. Er wollte halt auch noch was haben. Das ging dann so, dass ich Atesh zuerst was gegeben habe, dann den anderen Hunden. Nichtsdestotrotz fand er das nicht ganz so gut, sodass wir das dann irgendwann mal so gemacht haben, dass wir die andere Hunde gefüttert haben, wenn Atesh dann nicht dabei war. Und das ging dann. Ja, das ist der einzige Punkt gewesen, worauf wir dann haben achten müssen. Insofern, wenn ihr mit Hund in die Türkei verreist, würde ich immer so sagen, nehmt ein bisschen was auch an Futter für die Straßenhunde mit. Wir haben uns dort halt was gekauft und haben das dann teilweise an die verfüttert. Das ging dann so weit, dass dann abends, auch nachts, wir haben ja ein Video, das könnt ihr euch da auch nochmal angucken. Es war, glaube ich, ein Short-Video sogar, wo ich nachts dann am Straßenrand angehalten habe, weil da zwei Hunde waren. Die waren sowas von dankbar, dass sie da überhaupt was zu essen kriegen. Die konnten es erstmal gar nicht glauben. Insofern, ja, das war schon eine tolle Geschichte eigentlich für uns auch gewesen. Insofern keine Angst, wenn ihr mit Hund in die Türkei verreist. Das Einzige, worauf ihr wirklich achten müsst, ist auf euer Hund, wie er reagiert. Viele andere Hunde, die haben einfach nur Hunger, wollen einfach nur was essen, die wollen überhaupt nichts Böses. Und wenn man ihnen etwas gibt, so ein zweischneidiges Schwert, entweder sie bleiben bei einem oder, das hatten wir halt auch, oder eben sie gehen dann, wenn sie ein bisschen was gegessen hatten, einfach weiter. Das hatten wir am meisten auch gehabt. Insofern keine Panik mit anderen Hunden. Und wäre ja mal ganz interessant, wie eure Erfahrungen so sind mit anderen Hunden in der Türkei. Und vor allen Dingen dann, wenn ihr mit eurem eigenen Hund dort unterwegs seid und zum Beispiel auch Gassi geht. Wäre mal sehr interessant zu wissen, deswegen schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Gut, soweit in diesem Video zu den Hunden. Bleibt uns weiterhin gewogen, bleibt weiterhin gespannt und wir werden weiterhin natürlich das ein oder andere Video veröffentlichen. Bis dahin, tschüss.